Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns seit sehr langer Zeit mal wieder auf W60, denn dort habe ich mir einiges aufgespart, seit wir uns im legendären Dungeon neu equipped haben. Denn wir haben es hier heute Tag 151 von 200 in meiner Challenge. Schaffe ich es in 200 Tagen Stufe 400 zu erreichen, ansonsten kommt der Bart ab. Ja, das Ganze ohne den Arena Manager, was ein sehr starkes Handicap ist. Am 6.6. ist W60 dann 200 Tage alt und ja, ich hatte lange Zeit keine Dungeons mehr gelegt hier. Ich hatte sonst immer Screenshots gemacht von SF-Tools, wie sehr die Chancen ja, da am Start sind, damit ich das dann auch alles abstreichen kann. Jetzt haben so viele Dungeons hier krasse Chancen auch, dass ich das gar nicht alles abstreichen kann. Und ja, deswegen gucken wir mal, wie weit wir heute kommen werden. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich habe es lange vor mir hingeschoben. Und was gar nicht so gut ist, weil ich natürlich so schnell wie möglich Dungeons pushen möchte, um bessere Erfahrungsquests auch zu kommen, weil bis Stufe 393 bekommt man noch mehr Erfahrung. Ja, also umso höher man im Level ist, bis zu 393, umso mehr Erfahrung bringen einen die Quests ab da an, baut dann die Erfahrung wieder ab. Ihr kennt alle die Erfahrungskurve, ne? Und ja, das ist natürlich nicht so schön, dass ich noch nicht so viel gepusht habe hier in der Zwischenzeit. Ich wollte das Ganze aber auch fürs Video halt aufbewahren. Und das ist halt eben ein großer Nachteil, sag ich mal, weil ich halt eben schon hätte sehr viel weiter sein können vom Level her, was halt eben auch wiederum bessere Quests für mich ja, daraus schließen lässt. So, ne? Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Gegner. Das war jetzt noch keine großartige Herausforderung. Ja, und dann legen wir auch schon direkt weiter los. Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt die Leute auch gar nicht abstreichen hier, weil das sind zu viele Gegner hier. Ich würde sagen, wir tryen uns einfach von unten bis oben mal durch. Wir haben jetzt hier die Stadt der Intrigen. Das ist jetzt der dritte von 10. Ich gucke hier immer nebenbei ein bisschen drauf, der hat eine Chance von 8%. Also von daher ist der auch sollte der auch wirklich eigentlich easy machbar sein. Tryen wir mal uns ein bisschen durch hier und schauen mal, was wir heute alles so erreichen können in der Folge. Die wird bestimmt ein bisschen länger gehen, denke ich mal. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ne? So, da haben wir den nächsten schon besiegt. Und der nächste Gegner ist auch direkt noch einfacher. Von den Prozentchancen her liegen wir hier bei 11. Ja, das Ganze hier ausgerechnet mit SF-Tools. Wenn ihr auch eure ja, Dungeon-Gegner-Prozente ausrechnen wollt, wo ihr welche Prozentchancen habt, dann hatte ich dazu mal ein Video gemacht, wie man das Ganze mit seinem Account verknüpft und ja, für seinen Charakter dann die Chancen dementsprechend ausrechnen kann. Das kann ich sehr gerne mal verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, so, und dann haben wir jetzt hier die Buschkose Brienne. Die sehe ich hier schon zum Beispiel nicht mehr auf meiner Liste. Die scheint ein bisschen härter zu sein, aber wir gucken mal trotzdem ein paar Tries an. Aber wir haben auch noch genug andere, die wir jetzt noch tryen können. So, also ich habe keine Ahnung, mit welchem Level wir hier am Ende rauskommen. Auf jeden Fall werden wir unserem Ziel ein großes Stück näher sein. Es wird jetzt nicht der absolut heftige Level-Push werden wahrscheinlich, weil ja, wir sind hier jetzt mittlerweile schon fast Stufe 360 und da passiert nicht mehr allzu viel. Auf dem Niveau, sag ich mal, noch einen heftigen Push hinzulegen, ist natürlich schwierig, weil wir hier auch mittlerweile schon echt viel XP brauchen und ich sag mal noch so diese ganzen Anfangs-Dungeons in der Lichtwelt hier, die geben teilweise auch nicht so viel XP, dass man sagen könnte, okay, ja, das lohnt sich jetzt hier übel. So, gucken wir mal kurz, hier sieht es jetzt gerade mal gar nicht so gut aus, dann schauen wir mal hier weiter. Wie gesagt, wir gehen hier mal, okay, gut, ich glaube, hier brauchen wir gar nicht weiter tryen. Gehen wir trotzdem mal Dungeon für Dungeon durch. Der Zauberschulen-Express.
Den sehe ich jetzt hier momentan auf der ersten Seite bei mir auch gerade nicht. Also von daher, wir haben aber auf jeden Fall einige Gegner in der Schattenwelt, die wir bezwingen können. In der Lichtwelt haben wir tatsächlich jetzt die meisten schon besiegen können, die wir uns vorgenommen haben. Der nächste in der Lichtwelt wäre hier tatsächlich das Playa-Hauptquartier, und zwar der Leander, ja, mit einer Chance, oh, lol, mit einer Chance von 3,75% haben wir den gelegt, und Hanna die Höllische vielleicht auch gleich hinterher. Ja, zumindest sehen die Tries ganz gut aus. Wir schauen mal nebenbei nochmal rein hier. Hauptquartier, Hanna, ja, die hat eine 3,2%ige Chance, also auch hier sollte das eigentlich machbar sein. Wir haben hier schon Gegner besiegen können, die deutlich niedriger schon waren von den Prozenten her. Und deswegen sollte das eigentlich klappen. Die nehmen wir uns auf jeden Fall noch vor. Und damit haben wir Stufe 360 erreicht. Sehr schön. Und der Alex, glaube ich, das ist wieder ein Krieger. Das wird wieder ein bisschen schwieriger werden. So, dann als nächstes haben wir hier noch den Olymp. Da ist die Medusa am Start. Den snacken wir uns auch noch weg. Und danach sollten wir so langsam in die Schattenwelt. Ah, nee, noch nicht ganz. Wir haben noch im Asche Mountain haben wir noch einen. Den können wir uns gleich noch vornehmen. Gucken erstmal, dass wir hier alles aus der Lichtwelt beiseite kriegen, und dann gehen wir in die Schattenwelt. Ja, ein paar Gegner haben wir hier schon tatsächlich besiegt. Mal gucken. Mit 359 haben wir angefangen. Ist natürlich jetzt so ein bisschen meine letzte Hoffnung, dass das Legendary Equip mich nochmal carried, weil ich glaube, davor, bevor die Challenge jetzt zu Ende ist, kommt, glaube ich, nicht nochmal ein Leggy Dungeon. Ich glaube, ich verpasse den nächsten ganz knapp. Ich glaube, kurz davor hört, glaube ich, die Challenge auf. Vor dem nächsten Leggy Dungeon. Ich glaube, oh, lol, das bringt ja fast gar keine Erfahrung hier. Das ist ja bisschen doof. Asche Mountain. Urxi, den nehmen wir auch noch mit. Und den danach sollten wir auch noch mitnehmen. Der ist dann noch leichter. Ja. Und dann sollten wir so langsam in die Schattenwelt. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss auch gleich mal gucken, was wir noch so im Wirbelwind alles offen haben. Aber das müssen wir dann mal wirklich machen, wenn Hexen-Event ist. Souffleur Spaltzunge nehmen wir auch noch mit. Das ist ein Magier, den können wir easy klatschen. Und danach begeben wir uns mal langsam, aber sicher in die Schattenwelt. Ja. Jetzt haben wir hier in der Lichtwelt nur noch Gegner vor uns, die zwar auch gut machbar sind noch vom Ding her, aber wo jetzt die Chancen relativ niedrig sind und die XP auch nicht viel bringt. Zum Beispiel der Gegner hier hat eine 2,5%ige Chance. Ist immer noch viel. Ne? Also wie gesagt, wir haben Gegner hier getried auf dem Server mit, ich glaube, unter 0,5, ne? Glaube ich sogar, wenn nicht sogar noch weniger. Aber da wusste ich, okay, die bringen auch 300 Millionen. Hier weiß ich halt, die bringen eher marginal Erfahrung. Was halt richtig reinhauen wird jetzt, glaube ich, mal die Schattenwelt sein, weil da sollte jeder Gegner eigentlich 300 Millionen bringen, also das Maximale, was ein Dungeon bringen kann. Und deswegen, ja, nice, den nehmen wir noch mit. Der danach, der ist dann schon wieder doppelt so schwer hier, von den Prozenten her. Deswegen, der ist bei 1, ja, nicht ganz 1,5. Und vielleicht nehmen wir den noch mit, vielleicht nicht, aber ihr seht, die Erfahrung ist eher gering. So, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in die Schattenwelt rein und gucken mal, was wir da noch so aufräumen können. Da fangen wir auf jeden Fall in der Schattenwelt an mit, mit was fangen wir an? Osteros, da sehe ich direkt 3 Gegner, die wir klatschen können. Ja, also das wird nochmal nice. Der Drachenhort, dann nehmen wir uns den mal zuerst vor. Der liegt hier bei einer guten Chance, ja, nice. Den nächsten direkt gucken. Den haben wir hier zum Beispiel wieder
Doch, der war auch noch mit drauf. Der war aber schon deutlich schwieriger, also zumindest von den Prozenten her. Ne? Ist natürlich immer so eine Glückssache. Wie gut ist der Try, wie rasten die Begleiter aus, gerade in der Schattenwelt hier nochmal ein Stück weit random. Noch mehr random als in der Lichtwelt. Da hier ja noch mehr Leute mitfighten und wir auch noch so jemanden wie die Kunigunde am Start haben, die halt eben auch das Potenzial dazu hat, deutliche Schadensspitzen zu erreichen, die ich sonst eventuell gar nicht erreichen könnte. Okay, so. Ja, okay, da geht aber noch mehr. Tatsächlich, wir sind jetzt hier bei der 6. Etage. Muss ich mal schauen. Im Drachenhort. Wer ist denn das? Das ist Drachenbaby. Ja, okay, der ist schon wieder schwierig. 1,6. Geht noch klar, aber vielleicht sollten wir da erstmal andere Gegner tryen. Das Horrorhaus ist jetzt nicht so meine erste Anlaufstelle, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ich probiere mich wieder von unten nach oben. Der 13. Stock. Roman. Mit einer 3,5%igen Chance. Liegt auf jeden Fall. Den nehmen wir uns vor. Und Bernd das Marketier wieder als Magier tatsächlich wieder einfacher. Ja, und Hannes, der Kontraktor. Da muss ich auch mal kurz durchscrollen hier. Haben wir den noch irgendwo? Ne, der ist hier schon nicht mehr drauf, weil der auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist von den Prozentanzahlen her. Ja, so, gehen wir weiter. Hemoridor. Haben wir hier irgendjemanden? Hemoridor, auch ein Dungeon, der relativ spät freizuschalten ist und wo die Gegner auch schwer zu besiegen sind. Und ich glaube, deswegen werden wir den erstmal nicht angreifen. Dann gehen wir mal zur Zauberschule auch nicht. Osteros, das wird jetzt Spaß machen. Die ersten paar Tries. Mal schauen, ob die One-Hit sind. Ja, also First Try. Und Erfahrung geben die halt sehr krass, ne? 362 haben wir hier. Und Lannister sollte vom Ding her eigentlich auch so ähnlich aussehen. Jawohl, auch wieder easy gesnackte 300 Millionen. Das schmeckt auf jeden Fall. Und ja, danach sieht es schon wieder, ja, man sieht es Schlag auf Schlag. Die ersten beiden waren One-Hit und jetzt die hier, der nächste Gegner ist wieder ja, out of space. Also das wird wieder dauern. Aber das waren easy gesnackte 600 Millionen XP, die wir uns mal mitgenommen haben hier. So, ja, ansonsten, oh Gott, haben wir zum Beispiel hier in der Dauerschleife noch gar nichts versucht, aber Dauerschleife ist am Anfang auch sehr unbelohnend, was die XP angeht. Aber auch hier haben wir zumindest den ersten Gegner besiegen können und der Rucksack ist voll. Das gute alte Rucksackproblem hier. Ja. Da, warte mal, ich muss mal schauen, ob meine Begleiter hier auch teilweise irgendwas anfangen können mit den Items. Geschick. Das rüsten wir doch mal aus hier, ne? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können hier. Zack. So. Beim Magier, neue Schuhe, brauchen wir nicht. Erstmal weg damit. So, und ein Stärke-Item, ja, brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Lassen wir das erstmal. Hauptsache, wir haben jetzt ein bisschen Platz. Der nächste Gegner ist hier auch schon wieder schwieriger. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben ja jetzt hier soweit vieles besiegen können hier von unserer Liste. Ja, ich war hier die ganze Zeit immer am Durchscrollen. Ich werde mal nochmal neu aktualisieren und melde mich gleich wieder, was jetzt danach noch so machbar ist. Aber bisher haben wir ja einen ganz ordentlichen Push hingelegt. Wir sind natürlich noch sehr, 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 sehr weit weg vom Ziel. Aber wir sind auf jeden Fall wieder ein kleines Stückchen näher dran. So, bis gleich. So, da sind wir wieder. Hier sind die aktuellen Chancen von den Gegnern, die jetzt offen sind, beziehungsweise auch die Gegner danach. Wir haben ja zum Beispiel im Zauberschulen Express bei der 6. von 10. Etage die unangenehm vielen Inferi, die eine Chance haben von, wo ist denn hier der Zauber Express? Hier ist der von 0,31%, aber der Gegner danach ist halt wieder Free Try, ne, weil das halt wieder ein Magier ist
Und da kommen wir aber im Moment erstmal so jetzt nicht dran vorbei im Guten. Ne? Da müssen wir ein bisschen warten, welche Gegner wir noch mitnehmen können. Sind auf jeden Fall, denke ich mal, hier noch 2 aus dem Dojo. Die können wir noch tryen. Das heißt, wir gehen mal hier in das Dojo der Kindheitshelden rein. Da der erste dort bei knapp 2% liegt und der nächste auch schon wieder mehr oder weniger Free Try ist, sind das wieder 2 Gegner, die man wieder weiter abhaken kann von der Liste. Und ja, danach würde ich mich noch einmal in die Schattenwelt begeben, in den Drachenhort. Und danach sind wir für die heutige Folge erstmal soweit durch hier mit W60 und haben einen kleinen Dungeon-Push hingelegt. Wie gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Ja, sehr schön, da haben wir das. Der nächste ist hier dann auch erst bei 0,3. Da könnte man auch genauso gut den hier probieren, weil der danach dann auch Free Try ist, aber der ist hier ja erstmal, der steht uns jetzt erstmal im Weg. So, wer jetzt hier als nächstes fällt, ist auf jeden Fall der Kollege hier. Und im Wirbelwind, ja, gut, stimmt, da hatten wir ja diese Hardcore-Bremse gehabt. Da waren wir jetzt seit der Dungeon, beziehungsweise seit dem Neuequippen nicht mehr drin. Könnte sein, dass wir da auch noch ein paar Etagen mitnehmen können, hier und da. Aber das werden wir dann zum nächsten Hexen-Event dann erst machen können, damit wir dann auch ein bisschen Profit rausschlagen aus den Items, die wir dann dort bekommen. Ne? Ja, danach sieht schon wieder ein bisschen düster aus hier. Da liegen dann nur noch die Prozente von den Gegnern auf jeden Fall unter 1%. Sogar relativ weit. Also klar immer noch im Rahmen des Machbaren und ich werde auch zum Ende alles rausholen, was wir rausholen können, so an XP. Aber im Moment ist es erstmal wieder, ja, sag ich mal, gut damit, ne? So, wir haben jetzt den hier haben wir, den haben wir besiegt. Ja, der nächste ist halt schwierig, ne? Hier haben wir wieder 1%, aber da müssen wir an ihm hier vorbei. Also wir haben so ein paar Blockaden drin. Drachenhort könnte man, oder ja, ist das hier der Neujahrsdrache? Ja, das ist der Neujahrsdrache. Den könnte man als nächstes tryen. Ansonsten seht ihr hier, sehen die Prozente auch schon wieder relativ schlecht aus, sag ich mal, ne? Aber wir wollen nicht meckern. Wir haben, gute Choice trotzdem. Wir haben einen kleinen Level-Push hingelegt und wie gesagt, nach wie vor, auch wenn wir jetzt hier mit den Leggy-Dungeon und so nochmal ein bisschen uns voranarbeiten konnten, wir bewegen uns halt in einem Levelbereich, wo man halt nicht mehr extrem schnell vorankommt. Und ich sag mal so, für das Niveau war es trotzdem eine okaye Leistung. Trotzdem sehe ich meine Chancen sehr gering an, dass ich das innerhalb der 49 Tage noch schaffe, hier Stufe 400 zu erreichen. Aber wir holen trotzdem das Beste raus. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn wir noch den Arena-Manager noch mit dazu genommen hätten. Dann hätten wir noch mehr Chancen in den Dungeons gehabt, noch mehr XP auf unsere Quests, noch mehr Gold, das heißt mehr Skills. Wir halten die Qualitäts-Items, die wiederum mehr Skills bedeuten würden. So, ne? Also da spielt schon einiges zusammen. Lebensenergie halt auch sehr, sehr wichtig für die Dungeons und so. Ja, und vor allen Dingen die Schadensruhen auf der Waffe, die ja auch extrem viel ausmachen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, ja, auch natürlich daraus resultierend, dass ich halt eben auch nicht so der größte Fan vom Arena-Manager bin, sag ich mal, weil man dafür auch wirklich echt hart reinhasseln muss. Und ich habe das Projekt hier auf W60 zwar schon ernst genommen, aber halt zeitmäßig nicht wirklich großartig begleiten können, beziehungsweise halt eben das hier und da mal oberflächlich gemacht, so dass man sagt, okay, ich mache hier wirklich alles auf dem Server, versuche immer die beste Quest und sowas anzunehmen, aber zum Beispiel sowas wie der Arena-Manager fällt ein bisschen flach oder halt zum Anfang vielleicht so ein bisschen die Festungskämpfe und sowas, ne? Also genau das, was halt eben sehr, 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 sehr viel Zeit beansprucht und ja, aber dafür muss ich das halt dann eben auch in Kauf nehmen, dass ich halt eben zu den Wettschuldenden halt auch stehe, denn die sind bekanntlichermaßen auch Ehrenschulden und deswegen ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja, wir haben es geschafft, von 359 auf 362 zu pushen. Wie gesagt, war ganz okay auf jeden Fall. Das ist so der Zwischenstep auf
dem W60-Account. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.